Lena, ein armes schwarzes Mädchen, das von ihrer eigenen Haut verfolgt wird. Folge 12. Du bist das schönste Mädchen der Welt. Lena, willst du mich heiraten? Martin, ich bin einfach schockiert. Ich habe das nicht von dir erwartet. Ich weiß, dass du ein guter Junge bist. Du bist auch sehr reich. Ich bin ein schwarzes Mädchen. Ich möchte dich von ganzem Herzen akzeptieren. Die Hautfarbe spielt keine Rolle. Du bist das schönste Mädchen der Welt. Ich liebe dein Herz. Bitte akzeptiere meinen Antrag. Ich liebe dich wirklich. Ich werde dich akzeptieren. Du bist ein guter Junge, Martin. Ich kenne deine Artikel. Du verletzt niemals jemanden. Was soll ich sagen? Sag ja. Ich liebe dich, Lena. Willst du mich heiraten? Ich werde dein Herz nicht brechen. Ja, ich werde dich heiraten. Alex, ich muss mit dir sprechen. Du musst in meiner Firma arbeiten. Wann wirst du arbeiten? Ich muss nicht arbeiten. Du bist für mich da. Du und Luisa arbeitet. Warum sollte ich arbeiten? Bitte stör mich nicht. Du kannst nicht so mit mir reden. Ich habe Durst. Geh und hol mir ein Glas Wasser. Ach bitte. Du kannst in die Küche gehen. Ich spiele gerade mein Spiel. Ich bin sehr attraktiv. Ich will nicht arbeiten. Bitte stör mich nicht. Benimm dich, Alex. Du hast dich verändert. Warum sprichst du so mit mir? Was ist mit dir passiert? Ich habe gesagt, stör mich nicht. Lass mich in Ruhe. Wie war dein Tag? Alex, ich habe alles gesehen. Du kannst nicht so mit meiner Mutter sprechen. Warum machst du das? Sie ist meine Mutter. Mach das nicht wieder. Sie hat dich nur um ein Glas Wasser gebeten. Das ist keine große Sache. Luisa, dein Mann hat sich verändert. Er ist kein guter Junge. Er arbeitet überhaupt nicht. Es tut mir sehr leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung. Du hattest recht. Ich lag falsch. Bitte vergib mir. In Ordnung, ich vergebe dir. Bitte mach das nicht wieder. Bitte, setzen Sie sich. Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser. Sie sind eine gute Frau. Ich hasse diese Frau. Sie hat mich heute sehr beleidigt. Ich musste mich entschuldigen. Nein, nein, ich kann meine Beleidigung nicht ertragen. Ich muss ihr eine ordentliche Lektion erteilen. Ich bin sehr gut aussehend. Ich werde nicht arbeiten. Ich will einfach mein Leben in diesem Haus leben. Luisa liebt mich sehr. Sie kann alles für mich tun. Ich muss etwas tun.
Ihre Mutter muss dieses Haus verlassen. Ich will nicht mit dieser Frau bleiben. Mama, ich habe heute ein großes Projekt bekommen. Ich gehe raus. Ich werde bald zurück sein. Okay, mein Schatz, du bist eine fleißige Person. Gott segne dich. Was hält sie von sich selbst? Ich hasse diese alte Dame. Sie ist sehr arrogant. Ich muss heute etwas tun. Was ist passiert? Du siehst glücklich aus. Was ist der Grund? Ja, Mama. Ich bin heute so glücklich. Ein guter Junge liebt mich sehr. Er liebt meine Hautfarbe, er liebt mein Herz. Was? Oh mein Gott, ich bin so glücklich, das zu hören. Wer ist diese Person? Wie kennt er dich? Er ist mein Schüler, Mama. Er ist ein guter Junge. Sein Name ist Martin. Er will mich heiraten. Er hat mir heute einen Heiratsantrag gemacht. Er liebt mich sehr. Oh, wirklich? Er muss ein guter Junge sein. Was hast du gesagt? Hast du seinen Antrag angenommen? Ja, Mama. Ich habe seinen Antrag angenommen. Er liebt mich. Lena, ich möchte ihn treffen. Ich möchte Martin kennenlernen. Du solltest ihn zum Abendessen einladen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Okay, Mama. Ich werde bald mit ihm sprechen. Ich gehe jetzt den Garten gießen. Bis später. Ich bin heute so glücklich. Gott sei Dank, meine Tochter hat weitergemacht. Sie verdient einen treuen Ehemann. Danke, Gott, für alles. Papa, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Mein Tag war großartig, und du siehst heute glücklich aus. Was ist passiert? Ja, Papa, ich bin heute so glücklich. Ich liebe ein Mädchen. Sie ist sehr hübsch. Ich bin verliebt. Was? Mein Sohn ist verliebt. Wer ist dieses glückliche Mädchen? Kenne ich sie? Nein, Papa, du kennst sie nicht. Sie ist meine Lehrerin. Sie hat ein Herz aus Gold. Ich will sie heiraten, Papa. Ich werde bald in deine Firma eintreten. Ich bin bei dir, mein Sohn. Ich vertraue dir. Ich möchte dieses Mädchen treffen. Okay, Papa, ich werde mit ihr sprechen. Ich werde es dir später sagen. Alex, was ist los mit dir? Ich habe versucht zu schlafen. Kannst du bitte die Musik leiser machen? Hey, alte Dame. Sprich nicht so mit mir. Ich will diese Musik hören. Du wirst dick.
Du solltest trainieren gehen. Halt den Mund. Wie kannst du mich eine dicke Frau nennen? Ich bin sehr schlank. Du bist ein nutzloser Mensch. Du hast keine Manieren. Meine Tochter hätte dich nicht heiraten sollen. Du bist eine listige Person. Sprich nicht mehr mit mir. Vergiss nicht, das ist mein Haus. Du hast keinen einzigen Cent. Du lebst in meinem Haus. Ich bin ein reicher Junge. Du kannst mich nicht beleidigen. Oh, wirklich? Du hast keinen Euro in deiner Tasche? Ich glaube, dass dieses Mädchen die Wahrheit gesagt hat. Du bist ein armer Mensch. Dein Vater war Kellner. Wage es nicht, noch einmal mit mir zu sprechen. Ich kann dich rauswerfen. Das ist mein Haus. Vergiss das nicht. Merk dir meine Worte. Keine Musik mehr. Ich hasse diese Frau. Du kannst mich nicht rauswerfen. Ich werde dich bald rauswerfen. Warte nur ab und sieh zu. Hallo, Schatz. Ich bin in Schwierigkeiten. Wo bist du, mein Liebling? Deine Mutter hat mich geschlagen. Sie will mich rauswerfen. Was? Wie konnte sie das tun? Bitte weine nicht. Warum weinst du? Ich komme bald nach Hause. Ja, Liebling. Komm bald nach Hause. Sie mag mich nicht. Du schon wieder, was willst du? Bleib mir fern. Ich werde meiner Tochter von dir erzählen. Wie kannst du es wagen, mich zu schlagen, du armer Junge? Ich werde dir nie verzeihen. Raus aus meinem Haus. Ich glaube, Luisa ist gekommen. Bitte wirf mich nicht hinaus. Ich flehe dich an. Ich habe nichts getan. Warum hast du mich geschlagen? Fass mich nicht an. Mama. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.